Was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar einen Belag, der in Europa noch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Loki Rixton 5 Pro. Und der Belag soll europäische Power mit chinesischem Grip verbinden. Ob das so stimmt? Ich denke, wir werden es rausfinden. Let's go! Der Rixton 5 Pro ist ein Offensivbelag von Loki, der mit dem chinesischen Hersteller in den letzten Jahren immer mehr Richtung Europa wandert. Der Belag an sich hat eine leicht klebrige Oberfläche und einen medium harten Schwamm. Der ist laut Herstellerangaben bei ungefähr 41 Grad, was ja chinesische Wertung ist. Das bedeutet in Europa, ja, ich glaube, man kann so 10 Grad draufrechnen, also liegt er so knapp über den 50 Grad von der europäischen oder deutschen Härteskala. Zum Setup. Wir spielen den Loki Rixton 5 Pro auf einem Donic Waldner Holz, Donic Waldner Black Devil. Und zwar ist das ein Offensivholz, ein Balsa Carbon Holz. Auf der Rückhand haben wir den Dignix 09C. Lasst euch nicht irritieren, es sind beide Seiten schwarz, weil der Rixton 5 Pro nur in schwarz erhältlich ist und der Dignix 09C aber noch recht neu. Dementsprechend wollte ich den nicht einfach runterreißen und wir lassen den erstmal drauf. Direkt beim Einspielen merkt man, der Rixton 5 Pro hat einen super schönen Touch. Der Ball bleibt so ein kleines bisschen länger auf dem Belag, typisch für die leicht klebrigen Oberflächen. Der Topspin geht super leicht von der Hand, also ich musste mich nicht großartig umstellen von der Ballflugkurve. Ist nicht so super explosiv wie bei einem europäischen Tenergy-Belag, aber man merkt, es kommt richtig schön Spin und Kontrolle, eine gute Tempoentwicklung und ich hatte eine sehr, sehr gute Kontrolle darüber, wo auf dem Tisch ich den Ball platzieren möchte. Beim Blocken ist der Belag relativ stabil und durch diese leichte Klebrigkeit kann man auch sehr, sehr gut über den Ball gehen und den Ball sehr genau lenken. Beim Kurz-Kurz-Spielen, muss ich zugeben, musste ich mich am meisten ein bisschen an den Belag anpassen. Da hatte ich Probleme. Man muss immer aktiv sein. Mit den chinesischen Belegen fällt mir der Ball super oft ins Netz, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, ohne Katapult zu spielen. Und das habe ich auch gemerkt beim Rixton 5 Pro. Man gibt super viel Spin mit. Man kann auch sehr, sehr kurz legen. Aber für mich war es tatsächlich recht schwer, einen konstanten kurzen Ball zu spielen, wie ihr auch hier in den Clips seht. Bei der Topspin-Eröffnung auf Unterschnitt hat er sich super gut angefühlt. Ich habe nicht viel Kraft gebraucht, um den Ball anzuheben, um gegen den Unterschnitt zu arbeiten, sondern ich konnte ihn mit einer recht sauberen Bewegung hochheben, habe sogar die ersten paar Bälle über die Platte gezogen, weil ich zu viel von unten nach oben gearbeitet habe. Durch diese leicht klebrige Oberfläche kann man, das ist ja auch typisch für chinesische Belege, kann man sogar mehr von hinten nach vorne arbeiten beim Topspin und muss nicht so extrem von unten nach oben arbeiten. Und zum Schluss ein Fazit zu dem Belag. Der Rixton 5 Pro ist ein super spinfähiger Belag, der mit einer sehr hohen Kontrolle kommt. Der Belag richtet sich auf jeden Fall nicht an Profis, sondern an ambitionierte Vereinsspieler, würde ich sagen. Spieler, die einfach ein Budget haben für den Schläger, nicht die momentan leider verbreiteten 60 bis 80 Euro für einen Belag ausgeben wollen, sondern für die Leute, die sagen, hey, ich möchte einfach mit einem Schläger keine 200, 300 Euro zahlen, sondern möchte irgendwie was Preisgünstiges haben. Von der Qualität her steht er den anderen nicht nach. Der kann absolut mithalten. Liegt aber preislich halt eben zwischen 20 und 25 Euro, was super gut ist. Wenn du gerade nach einem Upgrade für deinen Schläger suchst, noch nicht ganz weißt, welche Belege es sein sollen, du Spin haben willst, Controller haben willst, dir es nicht super wichtig ist, den schnellsten Belag auf dem Markt zu haben, sondern einfach auch eine gute Kombi von allem zu kriegen, dann denke ich, gib dem Rixton 5 Pro eine Chance. Es lohnt sich. Kanal abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr vielleicht noch Bock auf mehr Reviews habt oder Tipps und Tricks, lasst was in den Kommentaren da. Ich werde jetzt immer öfter versuchen, Videos auf YouTube hochzuladen für euch.
Und ja, wenn du es bis jetzt geschafft hast, bist du definitiv genauso ein Tischtennis-Nerd wie ich. Ciao.